Wir befinden uns in der Turn- und Festhalle Frommern, wenige Meter vom Vereinsheim des Modellbahntreff Zollernalb e.V. entfernt. Und ich lade Sie hiermit ein auf eine Reise in die Welt der Miniatur. Von Blaubeuren bis nach Gammertingen über mehrere Maßstäbe hinweg. Wir beginnen unsere Reise auf der Segmentanlage namens Gammertingen, der Interessengemeinschaft MOBA Neuhausen. Auf 13 x 4 Metern lässt sich einiges entdecken. Unter anderem das Filmset eines mutmaßlich fiktiven Historienfilms à la Sissi. Aus der Nähe lässt sich der Detailreichtum der Figuren und ihrer Kostüme besonders gut erkennen. Deshalb lohnt es sich, wie eigentlich immer bei Modellbahnanlagen, eben diese nicht nur von oben, sondern insbesondere von der Seite, aus der Perspektive einer Modellfigur zu betrachten. Spielort des Historienfilms ist eine weitläufige Schlossanlage mit akkurat angelegten Grünflächen und imposanten Gebäudekomplexen. Die über die gesamte Schlossfläche verteilten Statisten geben einem einen guten Eindruck, wie viele Personen an einem Filmdreh beteiligt und wie aufwendig Filmproduktionen im Allgemeinen sind. Bei genauem Hinsehen lassen sich viele Kleinigkeiten entdecken, zum Beispiel die kleine Katze auf dem Schlossdach. Und wer gerade genau hingesehen hat, kann sich vielleicht denken, welches Gebäude das Vorbild für dieses Schloss war. Bei der Größe der Schlossanlage ist es sicher ratsam, sich ein Transportmittel zu suchen. Stilecht geht das natürlich mit einem Fiaker. Auf einem Filmset wird natürlich nicht nur gefilmt. Es werden selbstverständlich auch Bilder gemacht, um zum Beispiel den Film zu vermarkten. Bei sämtlichen Medienaufnahmen muss natürlich darauf geachtet werden, dass moderne Technik, wie zum Beispiel moderne Fahrräder, Beleuchtungstechnik oder Audiotechnik für die Filmproduktion, nicht im Hintergrund zu sehen sind. Besonders gut beobachten lässt sich das Filmgeschehen wohl vom Schlossdach aus. Aber auch unsere Perspektive aus Besuchersicht ist wohl nicht ganz schlecht. Da es sich hier um eine Modelleisenbahnanlage handelt, ist die Eisenbahn selbstverständlich nie weit weg und so schlängelt sich eben diese hier direkt am Schloss entlang. Und wo sich eine Eisenbahn befindet, sind meistens altbekannte Gesichter nicht weit. Eine so große Filmcrew will selbstverständlich mit Essen und Trinken versorgt werden. Zulieferer ist hier unter anderem die Brauerei Schultheiß Bier, welche sich auf der Anlage gar nicht weit vom Schloss entfernt befindet. Modelleisenbahntypisch, selbstverständlich mit eigenem Bahnanschluss. Hier lohnt sich allerdings ein genauerer Blick, denn die Brauerei ist nicht nur von außen mit liebevoll gestalteten Szenen versehen, sondern auch im Inneren vollständig ausgestaltet. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft. Da ist es gerade gut, dass sich auf der benachbarten Modulanlage des N-Club International e.V. ebenfalls eine Brauerei befindet. Diese und ihre angeschlossene Braustube ist ebenfalls liebevoll von innen gestaltet. Unweit der Landbrauerei Förster, möglicherweise auf dem Heimweg von der Braustube, findet sich eine Vierergruppe, die Fans britischer Beat, Rock und Popbands aus den 60er Jahren bekannt vorkommen dürfte. Die Mitarbeitenden der Hoch- und Tiefbau Hermann KG kümmern die Stars ganz in ihrer Nähe eher weniger. Sie sind damit beschäftigt, sich für ein besseres Arbeitsverhältnis oder auch einfach gegen alles einzusetzen. Im Rest des kleinen Ortes geht die Arbeit ganz normal weiter, sei es die Postzustellung im E-Auto oder der Verkauf in der Bäckerei. Deutlich ruhiger geht es auf dem Land am nahegelegenen See auf dem Modul Buschhausen zu. Dort kann man zum Beispiel eine kleine Schwanenfamilie beim Rundendrehen beobachten. Diese Bewegung ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass die Schwäne und der See im Maßstab 1:160 dargestellt sind. Aber auch auf dem Land geht es nicht nur ruhig und idyllisch zu.
Der Briefzusteller dürfte wohl gerade mit seinen KollegInnen aus der Stadt tauschen wollen. Und auch für den Schneider Böck ist das Leben auf dem Lande wohl eher unruhig. Aber das ist ja wohl zu erwarten in einem Ort, der Buschhausen heißt. Ob die beiden Streichspieler wohl auch für das Ausrücken der Feuerwehr verantwortlich sind? Zumindest geht die Bedrohung für die Hühner nicht von ihnen aus, sondern ist ganz natürlich. Sonnenblumen wie diese hier werden später noch eine Rolle spielen. Wenn man wirklich Ruhe sucht und den Lausebängeln entkommen will, muss man vermutlich einfach auf das Wasser hinaus. Auch hier gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese Eisenbahnklappbrücke, auf der reger Eisenbahnverkehr herrscht. Damit Schiffe unter der Brücke passieren können, muss der Eisenbahnverkehr jedoch kurz gestoppt werden, sodass die Brücke hochgeklappt werden kann. Selbstverständlich ist die Brücke im Modell voll funktionstüchtig. Lediglich das Schiff kann sich leider nicht unter der Brücke hindurch bewegen. Das hier zu sehende Binnenschiff heißt übrigens vermutlich in Hommage an den Sitz des N-Club International e.V. Stuttgart und hat wie bei Binnenschiffen üblich ein Auto mit an Bord, was auf den ersten Blick paradox erscheint. Nicht nur die Berufsschifffahrt ist auf dem Fluss unterwegs. Das Binnengewässer eignet sich auch hervorragend für einen Kanadierausflug mit den Kindern. Alternativ ist sicher auch der Holzbahnspielplatz ein attraktives Ausflugsziel. Glücklicherweise sowohl für Kinder im Maßstab 1:160 als auch für Kinder im Maßstab 1:87. Deutlich abenteuerlicher wird es da sicher, wenn man sich den PfadfinderInnen anschließt. Neben den Wander- und Erkundungsausflügen in die Natur kann sicher auch das Zeltlager ziemlich aufregend sein. Wobei man Wanderungen in die Natur natürlich auch einfach mit der eigenen Schulklasse unternehmen kann. Ein landschaftlich wirklich spannendes Ausflugsziel ist dabei eine sehr bekannte Karstquelle in Blaubeuren, der sogenannte Blautopf. Der Name stammt dabei nicht von seiner markanten blau-türkisen Färbung, sondern von dem Namen des Flusses Blau, der hier entspringt. Blau ist dabei ein Flussname aus vorgermanischer Zeit. Gerüchten zufolge befinden sich mysteriöse Dinge im Blautopf. Aber das müssen Sie wohl oder übel bei einer anderen Ausstellung des N-Club International e.V. selbst herausfinden. Direkt neben dem Blautopf ist hier das Kloster Blaubeuren dargestellt. Beide Sehenswürdigkeiten, Blautopf und Kloster, sind dabei einen Ausflug wert. Allerdings sollte man wohl insbesondere an heißen Tagen, wie sie diesen Sommer oft vorkamen, ausreichend trinken, um einen Ausflug ins Krankenhaus zu vermeiden. Selbstverständlich eignet sich die Runde um den Blautopf auch hervorragend für einen Hundespaziergang, weshalb Hundebegegnungen an der Tagesordnung sind. Beim Warten auf eine Begleitung zum Spaziergang sollte man aber vielleicht die Bedürfnisse des Hundes nicht außer Acht lassen. Neben den Horden an Touristen finden sich am Kloster selbstverständlich auch Nonnen, die dort leben. Was diese beiden hier wohl davon halten, was hinter ihnen im Garten geschieht? Zumindest die eine Nonne im Garten scheint ihren Gefallen daran zu finden. Wenn man an einem touristischen Ort wohnt, will man vermutlich woanders Urlaub machen. Und so scheinen sich einige der Nonnen über die Maßstabsgrenzen hinweg auf den Weg nach Gammertingen gemacht zu haben. Dem geneigten Eisenbahnenthusiasten fällt möglicherweise auf, dass die Signalstellung hier am Bahnhof ziemlich ungünstig ausfällt. Ansonsten ist die Darstellung des Bahnhofs Gammertingen ein Sinnbild der Nebenbahnidylle,
wobei man vielleicht anmerken könnte, dass der reale Bahnhof Gammertingen nicht elektrifiziert ist. In der Gaststätte direkt am Bahnhof scheint es gutes Essen zu geben. Zumindest ist sie, hier leider nicht zu sehen, sehr gut besucht. Besonders hervorzuheben sind bei der Anlage der Interessengemeinschaft MOBA Neuhausen die fein gedruckten Schilder, die hervorragend lesbar sind. Sei es nun das Eisschild oder das Werbeplakat für ein Dieter-Thomas-Kuhn-Konzert. Vielleicht erschließt sich jetzt dem einen oder anderen schon, warum Sonnenblumen in diesem Video noch Thema werden. Bevor wir aber zu solch aufregenden Dingen wie Konzerten kommen, sollten wir uns vielleicht noch einmal kurz auf einem Spaziergang durch die Natur entspannen. Direkt rechts neben dem Bahnhof Gammertingen ist mutmaßlich auch die Stadt Gammertingen nachgebaut. Hier finden sich zahlreiche kleine Ladengeschäfte und kleine Szenerien. Es lohnt sich dabei, etwas genauer hinzuschauen. So sind alle Ladengeschäfte nicht nur beleuchtet, sondern auch detailreich eingerichtet. Leider ist die Anlage relativ tief, sodass man aus der Besucherperspektive nicht alles gut erkennen kann. Die im Vordergrund befindliche Firma, die Sie gerade sehen, sollte aber einen guten Eindruck davon vermitteln, mit wie viel Liebe zum Detail bei der Einrichtung der Gebäude vorgegangen wurde. Begeben wir uns nun aber aus der Stadt hinaus auf den benachbarten Berg. Dort findet sich nicht nur eine beeindruckende Burgruine, sondern auch das Konzert, für das auf Plakaten am Bahnhof geworben wurde. Schluss ist es mit der Nebenbahn- und Kleinstadt-Idylle. Jetzt ist Schlagerparty angesagt. Über die Wolken, sag mir quando, Wunder gibt es immer wieder und auch eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, schallen durch die Ruinenmauern. Und die große Zuschauerschaft feiert. Dieter-Thomas-Kuhn konzerttypisch haben sich die meisten Zuschauenden in schrille, bunte Klamotten geworfen, die an Hippies erinnern und haben, tada, jede Menge Sonnenblumen dabei. Und hier ist er auch schon, Dieter-Thomas-Kuhn, wie er sich voll reinkniet. Der gebürtige Tübinger covert seit 1994 deutsche Schlager der 1970er Jahre und hat seitdem diverse Alben und Singles veröffentlicht. Ob die Zuschauenden hier in der ersten Reihe oder ein Insider sind, insbesondere die Ziege? Modellbauerisch spannend ist die Einarbeitung einer funktionstüchtigen Videoleinwand in die Bühne. Sie erlaubt es, direkt nachzuvollziehen, wie ein echtes Dieter-Thomas-Kuhn-Konzert aussieht, im Maßstab 1:1. Die Burgruine ist abseits des Konzertes auch für sich sicher ein spannendes Ausflugsziel. Schließlich bieten ihre Türme eine hervorragende Aussicht auf die Stadt Gammertingen und die restliche Umgebung. Außerdem findet sich auf der Ruine ein Spielplatz für die Kleinen. In der direkten Umgebung des Konzertes finden sich so einige Kuriositäten. Zum Beispiel ein Polizeihund mit einer Sonnenblume im Maul, wo er die wohl her hat, der einem Flüchtigen hinterhergeschickt wird. Neben der obligatorischen Präsenz von Polizei und Feuerwehr findet sich hier auch eine nicht gerade kleine Sammlung von Taxis. Vermutlich ist die ÖPNV-Anbindung der Ruine nicht besonders gut und es ist wohl eher unvernünftig, nachts leicht angeheitert vom Konzert heimzuwandern. Da wäre es für die TaxifahrerInnen wohl ziemlich ärgerlich, sich dieses Geschäft entgehen zu lassen. Glücklicherweise gibt es ganz in der Nähe eine Autowerkstatt, sodass Defekte am Taxi hoffentlich schnell behoben werden können. Auch hier gilt selbstverständlich, dass die Innenräume detailreich gestaltet sind.
In nächster Nähe findet sich eine große Zugabstellanlage. Hier wird fleißig rangiert und gearbeitet. Und zwar nicht nur seitens der Betreibenden im Maßstab 1:1. Auch die Figuren im Maßstab 1:87 sind fleißig dabei. Sei es nun mit Hund oder ohne, draußen zwischen den Gleisen oder drinnen im Stellwerk. Wie in echt sind die Modellfiguren auf den Anlagen nicht nur am Arbeiten, sondern gehen auch ihren Hobbys, wie zum Beispiel Gärtnern oder Reitsport nach. Dieser Garten entstammt einem der Kinderdioramen aus unserem Verein. Und diese Reitsportanlage wurde von einem unserer Jugendmitglieder gebaut. Ebenso wie die beiden folgenden Szenerien. Manchmal muss man eben einfach mal abhängen. Oder sich vielleicht doch herausfordern und in den Bergen Mountainbiken gehen. Alternativ kann man zur Entspannung in seiner Freizeit natürlich auch ganz klassisch wandern gehen. Jagen kann wohl sowohl Hobby als auch Beruf sein. Insofern fällt diese Aktivität wohl aus dem bisherigen Schema. Um noch einmal auf unsere Jugendgruppe zurückzukommen. Dieses Modul wurde ebenfalls von einem unserer Jugendmitglieder gebaut. Die Besonderheit an diesem Modul ist, dass es über mehrere Funktionselemente verfügt. Die Seilbahn war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme leider defekt, aber die Wassermühle funktioniert. Und zwar mit Echtwasser. Für ein Sägewerk wie dieses hier wäre eine Wassermühle wohl eine umweltfreundliche Antriebsalternative, wenn auch vielleicht etwas weniger effizient, insbesondere wenn es heiß und trocken ist und wenig Wasser im Bach fließt. Selbstverständlich haben wir auch ein wassergetriebenes Sägewerk in petto. Es handelt sich hierbei um ein Diorama nach Kinderdioramen-Norm, das ein Vereinsmitglied mit seinem Sohn erbaut hat. Selbstverständlich findet sich auch auf einer der Anlagen der anderen Vereine eine Wassermühle. Ob die Bretter und Stämme für diesen Dachstuhl wohl aus einem der gezeigten Sägewerke kommen? Wie dem auch sei, glücklicherweise scheinen die Mitarbeitenden der Hoch- und Tiefbau Hermann KG ihren Streik beendet zu haben, sodass es auf der Baustelle vorangeht. Das Baumaterial für diese Baustelle und die angedeutete Straßenbaustelle könnte vermutlich aus dem Steinbruch stammen, der Teil unserer Jugendanlage ist, wobei die H0-Steine wohl etwas grob für die Endbauprojekte wären. Nach der harten Arbeit im Steinbruch haben sich die ArbeiterInnen ihre Pause redlich verdient. Lehnen auch wir uns doch etwas zurück und lassen ein paar letzte Eindrücke der Modellbahnausstellung auf uns wirken. Never
ausführlicheres Porträt der H0-Module unserer Erwachsenengruppe finden Sie im Video zur Modellbahnschau 2022. Vielen Dank an die vielen Sponsoren, die die Modellbahnschau in dieser Form dieses Jahr ermöglicht haben. Vielen Dank auch an Colin. Ohne dich wäre die Modellbahnschau nicht möglich gewesen. Ich freue mich, dass Sie sich auf diese kleine Reise eingelassen haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.